Mahlzeit, liebe Freunde der historischen Küche. Heute habe ich für euch ein Familienrezept mitgebracht. Das ist jetzt nicht so ein altes Rezept, wie ihr es sonst von mir gewohnt seid, aber es ist mehr als wert, es euch vorzustellen. Und zwar geht es um das Pflaumenmus, manchmal auch Zwetschgenmus genannt. Und wenn ihr wissen wollt, wie dieses Familienrezept funktioniert, wie ihr es nachkochen könnt und wie es schmeckt, dann bleibt dran. Vielleicht trotzdem noch eine kurze historische Einordnung. Im deutschsprachigen Raum war gerade in Hessen und in Thüringen und im Fränkischen das Pflaumenmus sehr, sehr beliebt. Damals gab es noch nicht so die Möglichkeit, Lebensmittel zu kühlen. Deshalb war das Einkochen oft die einzige Möglichkeit, Lebensmittel lange haltbar zu machen. Und deshalb hat man schon sehr, sehr früh angefangen, zum Beispiel das Pflaumenmus einzukochen. Über viele Stunden mit wenig Umrühren wurde es im Backofen eingekocht und dann in sterile Gläser zum Beispiel abgefüllt. Es gibt hierzu zwei verschiedene Varianten. Ein ganz altes Rezept, was wir heute jetzt noch nicht machen. Da überlege ich mir, ob ich tatsächlich noch mal ein zweites Video mache. Das wird über 10 bis 12 Stunden eingekocht und zwar ohne Zucker. Da wäre ich persönlich oder ich bin da selber mal sehr gespannt, wie sowas schmeckt, weil ich das auch noch nicht gemacht habe. Das, was wir uns heute angucken, ist das Familienrezept. In dem Familienrezept, das geht etwas schneller, um nicht zu sagen deutlich schneller. Wir reden hier über 3 Stunden, nutzen wir auch etwas Zucker und etwas Weinessig. Aber wie es genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Komm mit, wir gehen in die Küche, los geht's. Kommen wir zu den Zutaten für Omas Elfriedes Pflaumenmus. Da wären 4 Kilo Zwetschgen entsteint. Hier sind ungefähr 5 Kilo und es ist ein großer Ast dieses Jahr abgebrochen. Unglaublich große Ernte steht bevor. Und siehst du noch eine Ameise krabbeln. Und die müssen jetzt gemacht werden. Die anderen am Baum brauchen noch ein bisschen, aber die von dem abgerissenen Ast sind jetzt fertig. Dann haben wir 875 Gramm Zucker. Hier habe ich mich dieses Jahr für Rohrzucker entschieden. Ich werde das einfach mal ausprobieren. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, nehmt ihr den raffinierten Zucker. Aber ich denke, der Geschmack vom Rohrzucker könnte noch mal so einen extra Pep geben. Und 125 Milliliter Weinessig. Genau, und jetzt kommt die Handarbeit. Wir müssen die Zwetschgen entsteinen. So, bevor wir jetzt die Zwetschgen alle entsteinen, werden wir sie natürlich vorher erstmal vernünftig waschen müssen. Ihr seht hier, manche sind dreckig, weil die auf dem Boden lagen und da krabbeln noch die Ameisen drin. Vorher bitte vernünftig sauber machen und ihr könnt im Prinzip auch schon euch einen großen Bräter suchen. Also ihr braucht Platz, denn das Zwetschgenmus oder das Pflaumenmus muss später in den Backofen. So, damit das jetzt ein bisschen schneller geht, habe ich meine Frau akquiriert. Die darf jetzt mithelfen, diese wunderschönen Zwetschgen zu entsteinen. Oh, die sind schon richtig reif, Leute. Also guckt, dass die nicht vom Baum fallen, weil ihr den Zeitpunkt verpasst habt. Ich glaube, das geht jetzt ganz schnell. So, schlimmste Arbeit ist vollendet. Aus den 4,7 Kilo Zwetschgen mit Stein wurden ungefähr 4,2 Kilo ohne Stein. Wir werden die jetzt umfüllen, ungefähr halbe in den Bräter, wo sie dann morgen in den Backofen mitkommen. Und die andere Hälfte lassen wir erstmal hier in der Schüssel, weil jetzt muss der Zucker und der Weinessig untergemischt werden. Und das ist einfach zu viel für die Schüssel als auch für den Bräter. Deshalb machen wir jetzt mal kurz halbe. Ihr müsst euch überlegen, wo ihr die in den Backofen mitschiebt. Ihr braucht eine große Fläche. Also es gibt sicherlich auch das Thema Kasserole. Wer eine zu Hause hat, okay. Wir haben keine da. Wir haben hier so einen großen Bräter. Aber ich denke, das ist auch okay. So. Also, dann geben wir jetzt den Weinessig hinzu. Ungefähr halbe. Wird sowieso nachher wieder gemischt. Ja. Und ungefähr die Hälfte des Zuckers. Und dann mischen wir beides. Das wollen wir nicht verschenken. Und dann mischen wir beides gut durch. Und lassen das 24 Stunden im Idealfall durchziehen. Ich würde sagen, 12 Stunden ist das absolute Minimum. Also über Nacht sollte es auf jeden Fall stehen bleiben. Ich werde es aber bis morgen Mittag, also ich werde die 24 Stunden geduldig bleiben und dann tatsächlich die nächsten Schritte
beginnen. So, dann füllen wir das jetzt alles zusammen noch in den Bräter, damit wir das morgen nicht machen müssen. Zack. Und den Zucker, und das nehmen wir natürlich mit. Das verschenken wir nicht. Ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade seht, aber da ist natürlich eine Menge Zucker jetzt noch in der Glasschüssel hängen geblieben. Das nehmen wir mit rüber, teilen das ein bisschen. So, das war's jetzt. Und jetzt decken wir das zu und lassen das Ganze 24 Stunden ziehen. Es sind jetzt knapp 24 Stunden um und tada! Schaut mal, wie viel Flüssigkeit die Pflaumen schon gezogen haben. Die rühren wir jetzt nochmal ordentlich durch und dann gehen die bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 3 Stunden, da schauen wir mal, ungefähr 3 Stunden in den Backofen. Der Holzspatel ist schon da zum immer wieder umrühren. Denkt dran, jede halbe Stunde mal in den Backofen und ordentlich durchmischen, damit nichts zu stark anbrennt. Quasi die oberen dann, ich sag mal, schon etwas, eingebackenen Pflaumen dann wieder unterrühren. Und das machen wir jetzt die nächsten 3 Stunden. Und dann hoffe ich, dass das Pflaumenmus soweit fertig ist. Los geht's. So, die erste Stunde ist um. Hui, kommt da schon Dampf raus. Wir schauen mal rein. Die Kamera ein bisschen beschlagen. Das wird sofort wieder. Moment. So, es kocht noch nicht, aber es ist schon ziemlich heiß. Und wir rühren jetzt das erste Mal ordentlich um. Also alles, was oben aufschwimmt, muss nach unten gerührt werden. Jetzt gerade zu Beginn ist das noch nicht so dramatisch, aber später wird das wichtig. Gut, das war es auch schon und wieder rein damit und wir schauen mal, wie es nach einer halben Stunde aussieht. So, schaut mal, es sind jetzt tatsächlich schon knapp 4 Stunden um und so langsam fängt das Pflaumenmus an, auch die Farbe zu ändern, so wie es sein muss. Ich werde das jetzt pürieren und danach schiebe ich es tatsächlich noch mal rein. Ich weiß nicht genau warum, ob die dieses Jahr besonders viel Flüssigkeit haben, die Pflaumen. Aber das ist mir alles noch zu flüssig. Wir werden gleich mal eine Gelierprobe machen, indem wir ein bisschen von den Pflaumen auf einen Teller geben und gucken, ob die schon gelieren, wenn die kalt werden. Und dann geht das auf jeden Fall nochmal in den Backofen, um weiter einzubacken. Und dann gucken wir weiter. Dann gucken wir mal. Ein bisschen aufpassen, dass ihr euch da nicht selber verbrüht. Okay. Ihr seht ja, die Konsistenz ist noch nicht da, wo sie hin muss. Also kochen wir es weiter ein. Ne? Wir wollen ja vernünftiges Pflaumenmus haben. Ich werde mir aber hier erstmal ganz kurz auch nochmal für eine Gelierprobe einen kleinen Schwupps abnehmen. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht, wenn das kalt ist, ob das schon zieht, ob das schon geliert oder ob das auch noch nicht klappt. Genau, also wieder in den Backofen mit dem Pflaumenmus. Ich wollte euch mal ganz kurz die Gelierversuche zeigen und warum das so wichtig ist, das zu machen. Hier oben das erste, das noch so flüssig aussieht, das ist nach 3 Stunden. Ja. Also da war es definitiv noch zu früh. Der zweite hier ist jetzt nach 4 Stunden und ihr seht schon, das strafft ordentlich nach, also das geliert ordentlich nach. Das war mir persönlich aber noch zu wenig. Jetzt nach so 4,5 Stunden ist die Konsistenz bereits so und das gefällt mir ganz gut. Denn wenn das jetzt richtig auskühlt, geliert es vielleicht noch ein kleines bisschen mehr nach. Und dann hast du auf dem Brot auch wirklich eine Art Mousse drauf. Auch von der Farbe her gefällt mir das besser und von der Konsistenz. Das heißt, ich habe jetzt die Gläser in den Ofen getan. Die Deckel sind im Topf zum Auskochen. Die nassen Gläser sind nochmal mit in den Ofen gewandert zum Sterilisieren. Und wenn das jetzt gleich so in 10 Minuten erledigt ist bei den Temperaturen, dann fülle ich auch schon ab.
Also das Pflaumenmus ist jetzt, ich würde mal sagen, knapp 5 Stunden mit allem drin. Es hat wirklich länger gedauert, als ich das gedacht hätte. Woran es liegt, weiß ich nicht. Aber das ist jetzt gut. Es tut auch jetzt nichts zur Sache. Es sieht super aus. Macht, wie gesagt, die Gelierprobe. Ich habe die Gläser jetzt tatsächlich mit in den Backofen hergestellt, wie ich euch gesagt habe. Und an einem Glas zeige ich euch das jetzt mit dem Befüllen. Das muss jetzt schnell gehen, denn wir wollen ja nicht zu viel Hitze verlieren. Damit das Pflaumenmus auch steril bleibt und lange hält. Ich fülle das jetzt im Prinzip einfach nur in die Gläser, verschließe die, stelle die Pi mal Auge 5 Minuten nochmal auf den Deckel, um auch darauf nochmal sicher zu gehen, dass wirklich alles hinüber ist, was so an Bakterien drin sein kann. Und danach, wenn es dann 5 Minuten auf dem Kopf gestanden ist, drehe ich es um. Und wie gesagt, ich muss mich da jetzt beeilen. Ihr seht ja, dass da noch einiges zu umzufüllen ist. Und hier habe ich jetzt auch ein bisschen geschlabbert. Das kostet natürlich immer Zeit. Dann müsst ihr den Deckel oben schön sauber machen, dass die Verschlussfläche auch nicht irgendwo dreckig ist, damit das luftdicht verschließt. Und dann wie gesagt, kommt der Deckel drauf. Mit Handschuhen schön zumachen. Dann einmal auf den Kopf drehen, 5 Minuten warten und weiter geht die wilde Fahrt. So, ich melde mich, wenn ich fertig bin. So, also die Gläser sind jetzt abgefüllt. Ich meine, ich habe es jetzt mal bewusst so gelassen. Also ihr seht bereits, also es sind 3 große Gläser geworden. Ein Anbruchglas, da werde ich es nachher drauf probieren. Und hier seht ihr bereits schon, wie schön das geliert in dieser was sind das überhaupt? In dem Bräter, nennen wir es mal Bräter. Also ich glaube, das wird richtig geil, wenn das kalt geworden ist. Gut, das war die erste Runde. Nach dem Baum warten sicherlich noch 3, 4 weitere Runden auf mich, aber noch nicht heute, sondern das erst irgendwann die nächsten Tage, wenn die Pflaumen dann reif sind. Denn die am Baum, die brauchen tatsächlich noch ein paar Tage. Wenn ihr das Video seht, dann kann das schon gut sein, dass es bei euch jetzt auch langsam Zeit wird. Dann macht das Rezept doch einfach nach. Und wir sehen uns gleich zum Verkosten. Kommen wir zur Verkostung von Oma Elfriedes echtem Pflaumenmus-Rezept. Ihr habt es auf dem Bild schon gesehen, wie es aussieht. Ein wundervolles, sämiges Mousse ist es geworden. Vielleicht, bevor ich reinbeiße, nochmal 1, 2 Tipps. Wer möchte, kann natürlich mehr Stückchen drin lassen in dem Pflaumenmus. Zum Beispiel meine bessere Hälfte mag das lieber mit mehr Stückchen. Ich eher mit weniger, aber pst. Des Weiteren könnt ihr gerne auch ein bisschen Zimt mit reinmachen oder Nelk mit reinmachen, so wie ihr es mögt. Ich mag allerdings das Pflaumenmus am allerliebsten so, wie es ist. Nur rein aus Pflaumen und ein bisschen Zucker. Und jetzt beißen wir in das Prachtstück hinein. Es ist ein Genuss. Es ist wirklich super lecker. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man es mal wunderbar zu Germknödeln oder so machen kann. Diese süßen Pflaumen mit einer leichten Säure und dieser pure Geschmack. Einfach toll. Also, wenn ihr das Video super findet, gut findet, schön findet, toll findet, dann abonniert doch den Kanal und läutet die Glocke. Und wenn ihr Bock habt, das Rezept nachzumachen, macht's einfach. Es ist Zwetschgenzeit, die Zwetschgen müssen verarbeitet werden. Kocht es nach, probiert es aus. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr euer Pflaumenmus macht. Und ich bedanke mich bei allen Zuschauern und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann, macht's gut. So Leute, es gibt noch mal einen kurzen Nachtrag. Erstmal vielen Dank, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Und ihr bekommt die Auflösung. Denn warum sind die Pflaumen nicht nach 3 Stunden fertig geworden? Das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich musste die Oma anrufen und das habe ich gemacht. Und ich habe ihr das Problem geschildert und für Oma war klar, pass auf, Daniel, da waren nicht alle Pflaumen 100% durchgereift. Und wenn die etwas jünger sind und die sind noch nicht so richtig, ich will nicht sagen fast matschig, ja, also wirklich endreif, dann halten die mehr Wasser. Und das ist der Grund, warum die Pflaumen noch nicht so in Ordnung waren oder warum so viel Flüssigkeit gebildet wurde. Denn ich habe es euch ja gesagt, ich habe die ja von einem Ast abgepflückt, der abgebrochen war. Dementsprechend sind die Pflaumen nicht alle gleichzeitig reif geworden und ich habe den leer gepflückt, damit die mir nicht umgehen. Und das wird der Grund sein. Also alle, die jetzt dran geblieben sind, wissen jetzt, warum es ein bisschen länger gedauert hat. Vielen Dank dafür. Berücksichtigt das. Denkt dran, die Pflaumen müssen alle
wirklich super reif sein und dann klappt das auch. Und entschuldigt, ich muss das nochmal kurz mit der Selfie-Cam aufnehmen. Vielen lieben Dank, wir hören uns. Bis dann, macht's gut, ciao.